Die K1600 GT und die K1600 GTL sind sehr spannend, weil man sieht sofort, dass es, sage ich mal, schon eine sehr sophisticated Maschine ist. Das ist kein Einsteiger. Äh, Ich möchte nicht sagen, man muss sich das verdienen, aber ich denke andersrum, wenn man sehr viel gefahren ist und ich schätze, dass viele Kunden 20 Jahre Erfahrung gehabt haben werden und gucken, ich will wirklich was Besonderes, das sieht man der Maschine an. Die ist nicht, wie sagen wir noch, nass hinter den Ohren, frisch hinter den Ohren, wie man es im Deutschen sagt, kein Greenhorn, sondern man sieht schon, aha, ein bisschen weise ist die schon. Das ist dieser Charakter, von der ich sprach. Und die hat Sophistication in verschiedenen Sachen. Die ist von der einen Seite sehr klar aufzunehmen, die hat klare Linien. Sehr spannend ist, obwohl sie keine kleine Maschine ist, hat sie schon eine sehr sportliche Neigung. Vorne ist sie schon ein bisschen nach vorne, nach unten geneigt. Das Heck ist schon keck, ein bisschen nach oben, obwohl es keine Supersportmaschine ist. Sie hat schon Bewegung. Die Aufteilung, die wir auch angesprochen haben, von Technik unten, von einer fließenden Karosserie bis hin zu einem separaten Kopf, der die Technik da verbirgt, das ist schon von einer Seite sehr BMW-like. Man sieht, man kann nachvollziehen, man schaut, wenn man die letzten 5 Jahre BMW-Motorräder oder Motorradentwicklung angeschaut hat, sagt man, aha, sofort erkennbar, ich sehe, wo sie hinwollen, was da drin ist. Und die einzelnen Features, die sehr spannend sind, die sind auch zu entnehmen, ohne dass die sehr stark schreien und sagen, guck mich an, nein, guck mich an, nein, guck mich an. Das ist alles sehr, sehr integriert. Tolle Technik von dem Motor. Er ist zu sehen, aber schreit nicht so, guck mich an. Ist auf jeden Fall äh, sichtbar. Man sieht aber auch, dass das eine Turnmaschine ist. Wind- und Wetterschutz ist zu sehen. Auch man sieht sofort, dass was BMW eigentlich als Pionier entwickelt hat, Ergonomie, das ist auch zu sehen. Man sieht die Sitzbank schon an, die wie nennt man das? ähm, Steuer, mir fällt das deutsche Wort jetzt auf einmal nicht an, die Handlebars. Man sieht dann schon eine Ergonomie, wo man dann die ganze Bewegung macht. Sieht einfach sehr ausgelegt aus, sehr ergonomisch. Er ist auch sehr viel Zeit geht da rein. Wind- und Wetterschutz im vorderen Bereich. Man sieht, dass es sich bewegt, man sieht, dass es dem Mensch anpasst, nicht umgekehrt. Äh, Diese tolle Scheinwerfersystem, sofort von vorne erkennt man, das ist ein BMW. Die Corona-Lichter, die man vom Auto kennt, haben endlich eine tolle Umsetzung im Motorrad. Von der Ferne erkennt man, das kann nur eine BMW sein. Man sieht auch diese tolle ähm, Zusatzscheinwerfer, dieses aktive Scheinwerfersystem, dass die auch toll integriert ist. Ähm, auch bis hin zu Features wie die Koffer, die sind integriert. Trotzdem kann man die abnehmen und man fragt sich, warum diese kleine Finne da ist und die hat natürlich auch eine Funktion. Also ich denke, vom ersten Blick sieht man, dass diese Maschine äh, unique Selling Points hat oder eigenständige Features, die man allerdings nicht versteckt hat, sondern integriert hat in die Gesamtproduktausstattung.